den Strom lese ich im Flyer und bin erstmals ratlos, was ich zu diesem Thema schreiben könnte. In den folgenden Wochen kommen viele ganz unterschiedliche Ideen. Ich schreibe eifrig Notizen und verwerfe doch alles wieder. Der Eingabetermin rückt näher. Da endlich, die Idee. Ich erzähle von 8 verschiedenen Anregungen, jede mit einem persönlichen Fazit in Gedichtform schließend, die mir halfen, einen persönlichen Widerstand zu überwinden. Auf die Idee bin ich beim Lesen eines Zeitschriftenartikels gekommen. Eine junge Frau war als Kind nach einer stürmischen Flucht übers Meer nach Europa gelangt. Sie hatte panische Angst vor Wasser, so dass sie außerstande war, in der Schule am Schwimmunterricht teilzunehmen. Sie erzählt, wie der Schwimmlehrer mit großer Behutsamkeit erreichte, dass sie sich wieder ins Wasser getraute und schwimmen lernte. Dieser Bericht hat mich an meine eigene Schulzeit erinnert. Wegen eines Umzugs kam ich an eine neue Schule, an der alle Kinder bereits gut schwimmen, den Kopfsprung vom Brett machen und tauchen konnten. Ich hatte erst damit begonnen und eine Heidenangst davor. Hätte ich die Geschichte der jungen Frau gekannt, wäre es mir bestimmt leichter gefallen, meine Furcht zu überwinden. Gegen den Strom will ich schwimmen, was ich tue oder nicht, selbst bestimmen. Für mich und mein Glück will ich entscheiden. Ich weiß, das tönt nicht unbescheiden. Mit Anfang 40 entschloss ich mich, Geschichte zu studieren. Wie viele andere Frauen wurde ich nach kurzem Prozedere an der Universität Zürich immatrikuliert. Während des Studiums las ich über die ersten Frauen, die dort studiert und promoviert hatten. Ohne ihre Anstrengungen, ihre Stimmen zu erheben und für die Hochschulbildung der Frauen zu kämpfen, wäre ein Studium für mich keine Selbstverständlichkeit gewesen. Gegen den Strom will ich reden. Die Welt ist nicht fair, nicht der Paradiesgarten Eden. Es gilt, die Stimme zu erheben, sich einzusetzen für ein wertgeschätztes Leben. Bereits als Teenager liebte ich die Lieder von Reinhard May, besonders sein Lied Über den Wolken. Beim Zuhören konnte ich mich in die Glücksgefühle hineinversetzen, die er bei seinem Hobby Fliegen hatte. Als ich zu einem Flug in einem kleinen Sportflieger eingeladen wurde, nahm ich an. Zu Beginn des Fluges klapperten meine Zähne vermutlich stärker als das Flugzeug im Wind, denn ich litt unter Höhenangst. Doch mit der Zeit nahm ich das Fliegen so gefangen, dass ich es zu genießen begann. Ohne die Sehnsucht, die der Liedermacher in mir weckte, hätte ich dieses Abenteuer nicht gewagt. Gegen den Strom will ich fliegen, gegen düstere Gedanken und die Schwerkraft siegen. Frei und wild wie ein Sturmvogel will ich sein. Steigere ich mich da in etwas hinein? Die Mendelsche Vererbungslehre faszinierte mich von Anfang an. Nebst Genetik lehrte mich Mendels Arbeit auch, wie wichtig es ist, den Dingen auf den Grund zu gehen und nicht das Offensichtliche als gegeben hinzunehmen. Erbgänge spielerisch zu entschlüsseln und andere Arten von Rätseln zu lösen, weckt noch heute meine Begeisterung. Gegen den Strom will ich denken, mein Schicksal nicht hinnehmen, sondern lenken. Tun will ich, was mich erfüllt und erfreut, reflektieren über das Gestern, Morgen und Heut. Als ich in der Oberstufe war, ging die Tochter von Elisabeth Kopp im selben Schulhaus wie ich zur Schule. Ich hatte jedoch nie Gelegenheit, die erste Bundesrätin der Schweiz persönlich kennenzulernen. Doch ihr Erfolg, der in unserem Ort ausgiebig gefeiert wurde, bestätigte mich darin, dass auch eine Frau es mit Beharrlichkeit in die obersten öffentlichen Ämter schaffen konnte. Nicht, dass ich selbst ein solches Amt anstrebe,
Doch allein die Möglichkeit inspiriert mich dazu, meine Ziele zu verfolgen. Gegen den Strom will ich mich stemmen, nichts soll meine Entschlossenheit hemmen. Aufrecht gehe ich vorwärts mit klarem Blick, in der eigenen Hand habe ich mein Geschick. Als Kind liebte ich Mary Poppins und sammelte Silberpunkte für ein Buch mit Bildern aus dem Film. Später lernte ich die Geschichte der Suffragetten kennen, über die im Film gesungen wird. Mary Poppins verkörperte für mich danach noch stärker die unabhängige und selbstbewusste Frau, die ihr Leben selbstständig meistert. Gegen den Strom will ich handeln, Unfairness in Gerechtigkeit verwandeln, Missstände vehement bekämpfen, Ungleichheit hervorheben, nicht dämpfen. Vor einer Weile sah ich einen Film, von dem ich das meiste vergessen habe. Doch ich erinnere mich genau an eine bestimmte Szene. Der Schauspieler steht auf einem breiten Weg, auf dem unzählige Menschen eilig in seine Richtung streben. Das Ziel des Mannes ist dort, wo die Menge herströmt. Er beginnt zu gehen und wird dabei von den entgegenkommenden Personen ignoriert und angerempelt. Je weiter er geht, desto fester und bestimmter wird sein Schritt. Da nehmen ihn die anderen nach und nach wahr und machen ihm Platz. Gegen den Strom will ich gehen, in der Menge von Menschen, die mich nicht sehen. Sichtbar werden will ich als Person. Langweile ich euch mit meinen Wünschen schon? Vor 8 Jahren begann ich nach langer Pause wieder zu schreiben. Es war der Ausgleich zu einem anstrengenden Beruf, ein Hobby nur für mich. Letztes Jahr wagte ich dann den Schritt und publizierte das erste Mal. Und ich feierte meine Vorlesepremiere als Autorin hier an der letztjährigen Kaminfeuerlesung. Gegen den Strom will ich schreiben, treu meinen Träumen und Zielen bleiben, Wort für Wort mehr Klarheit erringen. Wie sonst soll Weiterentwicklung gelingen? Ich habe von vielen Pionieren und Vorausdenkerinnen gelernt, von dem profitiert, was sie hart erkämpfen mussten. Ihnen gelten meine Dankbarkeit und meine Bewunderung. Ohne sie und die großartigen Menschen in meinem Umfeld, die mich vorbehaltlos unterstützen, wäre ich heute nicht hier. Ihnen allen danke ich von Herzen und euch danke ich für die Zeit, die ihr mir zur Verfügung gestellt habt. Herzlichen Dank.